Guten Morgen. Inzwischen sind 3 Tage vergangen. Es ist fast 10:30 und wir sind jetzt am Weg nach Österreich. Wir waren bei der Polizei heute und haben die letzten Tage alle möglichen Formulare ausgefüllt. Jetzt geht es mal nach Graz zu Verwandten. Wir planen, dass wir so 8-9 Stunden hin brauchen. Wir waren gerade noch einkaufen. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man weiß, man muss heute richtig viel fahren. Man macht einen langen Fahrtag und man darf halt nicht müde werden. Das heißt, man muss sich irgendwas zu essen nehmen, was man halt nicht müde macht, und dann nehmen wir meistens Schnitzel. Nein, nicht Schnitzel. Beeren und Joghurt und Salat und Weckerl und sowas. Wir haben schon einen Pacemaker gefunden, einen LKW aus Graz Umgebung. Den könnten wir eigentlich den ganzen Tag nachfahren. Ja, oder wenn er Rampen dabei hätte, könnte man es hinten drauf stellen. Ich meine, das ist doch eine Verschwendung, oder? Wir sind jetzt in Slowenien und haben dann schon eine schöne Vignette bekommen. Die slowenische Autobahn ist noch nicht ganz fertig und sie bauen schon recht lange, aber es geht immer was weiter anscheinend. Und ja, die Tunnel und so, es schaut alles langsam Richtung Fertigwerden aus. Aber mal schauen, wann es fertig wird. Stand Mitte April 2018. Wir fahren heute nicht ganz bis nach Wien, sondern nur bis nach Graz. Und es steht langsam schon angeschrieben, ich kenne die Strecke eher gut. Und ja, die Berge fangen an, wieder so schön bewaldet zu sein und so. Was ich in Marokko, glaube ich, gesagt habe, ist so, was mir so richtig abgeht, ist so ein richtig saftiger Wald. Das ist wirklich so. Also so dieser schöne Wald, den wir in Österreich haben, und auch anderswo, aber halt, das ist schon irgendwie schön wieder zu sehen. Es gibt wieder Backpacker, es ist warm genug. Zufällig nach Graz, perfekt. Hi, I'm Lukáš. Katarzyna. You're both from Brno, or? Czech Republic. Okay. I'm just studying Brno. Nice. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Wir sind an einer österreichischen Tankstelle seit so langem. Die fände jetzt seit 11 Monaten keinen österreichischen Bodenbetrieb. Ja, und jetzt sind wir wieder in Österreich und das ist so komisch. Ja, ich finde das so surreal. Und ja, wir nehmen die 2 Backpacker noch mit nach Graz, also in die Stadt, fahren wir sowieso durch und dann fahren wir raus, wo meine Verwandten wohnen. Vor allem den ganzen LKW mit 4 neuen G-Klassen. Ja, das war schön. Bye! Thanks, bye! Und es ist schon irgendwie ein bisschen überwältigend, weil einerseits wissen wir halt nicht, ob das was mit der Arbeitserlaubnis wird. Und selbst wenn wir in Kroatien arbeiten würden, dann würden wir ja auch noch dazwischen reisen. Und wenn wir nicht in Kroatien arbeiten würden, dann würden wir auch noch weiterreisen. Also es ist nicht so schlimm, aber es fühlt sich schon sehr endig an. Nein, also daran will ich überhaupt nicht denken. Ja, du kannst es gut verdrängen, aber ich nicht. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie so überwältigend, jetzt nach all dem, was wir in dem letzten Jahr erlebt, gesehen und erfahren haben und gelernt haben, nach all dem jetzt wieder so zurück zu sein. Weil hier, wo wir vor einem Jahr waren, oder vor 10, 11 Monaten, ist ja auch nur ein Jahr vergangen. Und ich habe das Gefühl, dass unser Jahr so 3-mal die Dichte hatte von so einem Jahr hier. Und dass man irgendwie so, dass für mich irgendwie so 3 Jahre vergangen sind und für die meisten Leute hier halt nur ein Jahr. Und das ist schon irgendwie so. Und das Lied heißt Welcome Home und ich finde, es passt so gut. Wir sind angekommen in Graz und werden gleich meine Verwandten sehen. Und ja, ich glaube, wir werden ein bisschen weniger filmen jetzt, aber ja, es geht irgendwann weiter. Nächster Tag, wir machen uns gerade auf den Weg nach Wien von Graz. Ich freue mich schon sehr, sehr. Freust du dich auch, Dani? Ja, ziemlich. Gut, und auf Wien, oder? Eben auf Wien. Ja, wir haben die Fender in Wien, so lange. So I choke on sun, and the days blur in
of my eyes on the things I've never done. Sheets are Es ist so schön, mit dem Defender wieder in Wien anzukommen. Nach über 40.000 Kilometern war jetzt außer Landes. Und es ist irgendwie so, man fühlt sich so wohl. Wir wurden gerade fast geblitzt, aber wir haben es noch geschafft. Busstation! from an old clothesline, like a row of captured grows or old dead grass. Und da links die Oper vor uns, die Stephansdom-Kärntnerstraße. Schönes Wetter. Ja, Wien ist einfach die allerschönste Stadt. Ja. Kann man nicht sagen. Welcome home. Wir waren mit dem Defender jetzt in schon so vielen Städten und das ist aber das Allerschönste hier. Das ist, wow. Lips are launching from my chest. Some have names, but most do not. If you find one, please let me know what piece I've lost. Wir sind jetzt gleich bei meiner Mama und ab dann haben wir eine Woche voller Termine, Arzttermine. Wir waren ein Jahr nicht beim Arzt, wir waren ein Jahr nicht beim Friseur, also ich zumindest. Habe im Vergleich zum ersten Video richtig lange Haare, die werden wieder ein bisschen kürzer werden. Also heute ist Donnerstag, nächsten Donnerstag sind wir schon wieder am Weg nach Kroatien und dann erfahren wir auch, ja, wie weit es ist mit der Arbeitsbewilligung und ob das was wird. Hi! Dan ist noch schnell zum Bilder gelaufen, weil er unbedingt einen Germknödel essen will. Dan ist glücklich. So glücklich. Hat nicht gekostet, aber Endliches Germknödel. Oh, mit Vanillesoße und Mohn. Guten Morgen. Es sind morgen. 2-3 Tage vergangen in Wien. Ich war beim Friseur. Wir sind jetzt am Weg zum Defender und mit dem Defender am Weg zur Werkstatt, weil er ein neues Pickel braucht. Wir haben den frühestmöglichsten Termin genommen, 7:30 Uhr, das heißt wir sind um 6 Uhr aufgestanden. Wir sind jetzt gleich dort und ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ja, dauert halt. Wir sind da! Ah, so will die Defender! Unser Lenkgetriebe ist ja nicht ganz dicht und jetzt ist beim Motor auch also dunkles Öl. Jetzt muss der Motor mal gewaschen werden und alles, damit mal alles weg ist. Und dann fahren wir 100 Kilometer und dann schauen Sie sich nochmal an, woher das jetzt genau kommt, damit Sie es wissen. Ein paar Kleinigkeiten müssen getauscht werden. Schaut nicht allzu schlecht aus. Es ist ein bisschen eine Herausforderung, dass wir am Donnerstag schon wieder unterwegs sind und heute ist Montag. Das heißt, wir haben nur noch Montag, Dienstag, Mittwoch. Und die Werkstatt hat eigentlich ziemlich viel zu tun. Es muss halt schon ein bisschen was gemacht werden. Und dass sie das jetzt noch irgendwie reinkriegen, wird halt versucht, aber im Notfall müssen wir mit einem anderen Auto runterfahren oder dann in 2 Wochen wiederkommen. Aber ab jetzt, bis wir das Pickel haben, wenn das schon dazu zählt, dürfen wir nicht so weit fahren. Das heißt, es wird sich nicht ausgehen. Die Teile sind lagernd, das heißt, wenn ich sie jetzt bestelle, haben wir es morgen. Also es könnte eigentlich im Zuge der, also die nächsten paar Tage dann fertig werden. Genau, jetzt macht er gerade einen Ölwechsel und
Dann stellen wir es hinüber, weil man da gleich daneben so eine Ölwäsche machen kann. Dann fahren wir ein bisschen herum in der Stadt und dann schauen wir dann nochmal ganz genau, woher das Öl jetzt kommt. Und wenn alles klappt, dann ist er morgen schon fertig und das wäre echt perfekt. Aber nicht so locker sein, dass du noch nicht das anzogen hast und noch natürlich macht das nicht. Das Service hier ist fertig, das ist schon mal super. Jetzt fehlen uns eben noch die Ersatzteile für das Pickel, die wir brauchen. Das können wir vielleicht morgen schon erledigen. Wir sind jetzt mal am Weg zum Mittagessen bei meiner Großmama. Ja, bis jetzt sind wir super zufrieden mit der Werkstatt. Und also die Leute hier sind alle so sympathisch und leibern und haben wirklich so coole Autos dort stehen. Wir haben gerade den Defender abgeholt und wir haben ein Pickerl. Juhu! Ein Gutachten gemäß Paragraph 57a. Ich glaube, in Deutschland heißt es TÜV-Plakette oder sowas. Ja, auf jeden Fall ist unser Defender wieder für den Verkehr zugelassen. Da steht drauf die Daten des letzten Gutachtens. Kilometerstand 153.000 und jetzt Kilometerstand 196.000. Was getauscht werden musste, waren einmal das Radlager vorne rechts, dann ein Kreuzgelenk an der Hinterachse und die Stoßdämpfergummis müssen nochmal, wie schon in der Türkei. Nur so als Vergleich, in der Türkei haben wir es gratis bekommen und jetzt in Österreich haben wir 76 € gezahlt. Und der Keilriemen wurde getauscht. Plus 8 Stunden Arbeit, Öl und Motorwäsche macht das zusammen 1.650 €. Deutlich weniger als letztes Jahr. Deutlich weniger, ja. Und wegen der Motorwäsche, wir haben das eben gemacht und dann sind wir rumgefahren und dann haben sie sich das nochmal angeschaut, wie viel wir wirklich verlieren. Und wir tropfen nicht, das heißt, es ist nicht pickelrelevant, das heißt, wir mussten da nichts machen, Gott sei Dank. Falls jemand in seiner Freizeit bei uns das Lenkgetriebe tauschen möchte, melde dich. Mit dem Stiegholzer im 12. Bezirk in Wien waren wir super zufrieden. Und sie suchen nicht unbedingt neue Kunden, weil sie haben schon sehr viel zu tun. Aber sie suchen Mechaniker und Lehrlinge. Also wenn du ein cooler Mechaniker bist oder es werden willst und vielleicht Defender und andere Offroad-Fahrzeuge ziemlich cool findest, dann schau mal hin. Und die sind so extrem sympathisch dort und wir haben uns gleich so wohl gefühlt. Also wir waren zuerst ein bisschen vorsichtig und wussten halt nicht, weil neue Werkstatt ist immer irgendwie. Und dann, wir haben uns einfach, Ja, auch der Chef läuft die ganze Zeit herum in dem Laden. Das ist echt. Ja, und sie machen auch bei der Supercar-Part damit und so und die sind also wirklich Team cool. United heißen sie. Ja, ziemlich cool. Morgen geht es für uns schon wieder runter nach Kroatien. Am Freitag haben wir unseren ersten Arbeitstag. Und ich habe morgen noch bis um 12 Uhr einen Arzttermin und müssen dann bis am Abend in Kroatien sein. Und das sind 750 Kilometer und das ist absolut unmöglich mit dem Defender. Und deswegen werden wir mit dem Skoda Fabia fahren. Das ehemalige Auto von meinem Opa. Und der geht zwar auch nur voll beladen 140 auf der Autobahn, aber es ist immer noch schneller und vor allem komfortabler und angenehmer und leiser. Gut. Dann bis morgen. Bis morgen.